Mahlzeit und herzlich willkommen bei Ollis Tubes. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal geht es um einen Vollverstärker, ein Luxman L190. Wie man unschwer erkennt, ist das kein Röhrengerät, sondern ein transistorisiertes Gerät und somit ein kaltes Gerät, wie man so hübsch sagt. Dieser Verstärker begleitet mich schon seit ein paar Jahrzehnten, will ich fast sagen. Hat immer treu seine Dienste gemacht. Und jetzt fängt er an, mehr und mehr Mucken zu machen. Sprich, knisternde Schalter, Potis, die mal gereinigt werden wollten. Und ein komischer Brumm beim Einschalten, der auch nicht schon immer da war. Und deshalb hatte ich ja im vorigen Video das Ersatzgerät fertig gemacht. Ich habe es vorhin mal probiert, es hört sich fürchterlich an. Ich bin froh, wenn das Ding hier wieder funktioniert. Also, klingt das interessant für euch? Auch wenn es nicht warm ist. Toll, dann bleibt doch einfach dran. Wer übrigens auch mal so einen tollen Husten haben möchte, der kauft sich einfach ein paar Brotsticks und isst die Dinger dann, ohne zu trinken. Ich denke, der erste Schritt sollte sein, wir gucken uns das Teil einmal ziemlich genau an. Mein Sohn hat im vollen Eifer schon ein paar Schrauben rausgenommen. Was auffällt ist, alles unterschiedliche Schrauben. Ja, also wie man sieht, hat das Teil eine bewegte Zeit hinter sich. Also was haben wir hier? Einmal die Toneinstellung, einmal ganz viel Bum-Bum hier, freut normalerweise die Eltern. Dann haben wir hier die Höheneinstellung, rastet auch noch schön ein. Ja, den Schalter, einen Ausschalter, Kopfhörer, Anschluss. Dann gibt es hier so ein paar verschiedene Einstellungen für den Klang. Hier kann man quasi die Tonregler ein- und ausschalten. 70 Hertz Töne kann man hier rausfiltern. Das ist für Schallplattenspieler, denke ich mal, gemacht. Ein Rumpelfilter. 7 Kilohertz rausfiltern. Wofür das gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch. Stereo Mono, Loudness kennt jeder. Ja, und dann kann man hier immer die Quellenumschaltung machen zwischen den einzelnen Eingängen. Und somit konnte man früher, wenn man mehrere Kassettendecks hatte, von eins auf den anderen überspielen. Und welches von welchem, das konnte man einfach hiermit auswählen. Werden nicht mehr benutzt, die Schalter, deswegen sind die ziemlich krachelig. Ja, Balanceregler, Lautstärke. Ja, und das ist der Quellenwahlschalter. Wie man sieht, die Ecken sind ganz gut abgegrabbelt. Also ist nicht Mint Condition, ne? Aber funktioniert. Hoffentlich bald wieder. Ich drehe es mal um. So sieht das Teil jetzt von hinten aus. Also ein klitzekleiner Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben. Metallgehäuse, nicht Plastik. Plattenspieleranschluss, externer Eingang oder Digital Audio Disc, also CD, Tuner. Dann habe ich hier die zwei Anschlüsse für Kassettendecks, Ein- und Ausgang, zweimal. Das war, was man vorne umschalten konnte. Und, ganz wichtig, Shock Hazard. Do not open. Das wollen wir gleich mal nachgucken, ob das auch stimmt. So, die Anschlüsse für die Lautsprecher. Hier mit solchen Klemmen zum Drehen. Funktioniert nicht mehr besonders gut. Ich weiß nicht, ob die nur korrodiert sind oder so. Keine Ahnung. Ja, Schrauben sind schon raus. Wollen wir mal den Deckel mal losnehmen. Da ist noch eine. Eine haben wir noch vergessen. Das ist die dritte verschiedene Schraube. Das ist nämlich Imbus. So. So sieht das Ding also von innen aus.
Wollen wir mal wieder umdrehen und dann gucken wir uns das nochmal von innen an. Ist nicht viel drin, aber ein Blechchassis, anständig. Und ja, gucken wir uns mal so die Komponenten an. Hier haben wir Gleichrichterdioden. Ist das alles schwarz hier oder was ist das? Tatsächlich. Alles schwarz angelaufen. Meine Güte. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein ganzer Haufen Styroflex-Kondensatoren. Hier. Ein paar kleine Elkos. Sollen wir mal schauen, welchen Zustand die noch so sind. Noch mehr Styroflex-Kondensatoren. Hat man offensichtlich hier angeklebt. Ach, das ist hier Phono-Eingang. Das dürfte dann der Vorverstärker für den Plattenspieler sein. Und das ist ja sehr, naja, sehr empfindlich, der Eingang hier. Und da hat man alles Mögliche unternommen. Und ich weiß nicht, warum man die festgeklebt hat. Ich rate mal, dass das irgendwas mit so einer Art Mikrofonie zu tun haben soll oder so. Keine Ahnung. Irgendwas hat man sich sicherlich dabei gedacht. Ja, ansonsten trägt der Jahrzehnte. Da sind die Potis. Das sind wohl Idle Adjustment. Ja, das dürfte dann die Ruhestromeinstellung sein für beide Kanäle, rechts und links. Schön schwarz angelaufen. Sollte man vielleicht auch mal reinigen. Und hier ist das Kühlblech. Und die Transistoren sind darunter auf der Rückseite. Drehen wir es nochmal um. Da sind die ganzen Knopfschalter hier. Die werden wir alle sauber machen müssen, in irgendeiner Form. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Ja, die Potis von hinten. Alles schön staubig. Aber keine grobe Oxidation oder irgendwas. Ich meine, das Ding hat ja auch immer in der Wohnung gestanden. Also da sieht alles ganz normal aus, würde ich schon mal sagen. Ne? Jetzt drehe ich es nochmal von unten um, dann könnt ihr einmal die Rückseite sehen. So, hier sehen wir schon durch die Lüftungsgitter die Endstufentransistoren. Und weil wir ja hier ein anständiges Teil haben, gibt es ja auch eine Wartungsklappe. Wollen wir mal gucken, wie es da drunter so aussieht. So. Et voilà. Aha, da sehen wir schon was. Da fehlt was. Ich weiß auch zufällig, was da fehlt, weil ich habe das ausgebaut. Da war ein Transistor drin und als ich den Verstärker bekommen habe, war der natürlich noch da drin. Das Problem war nur, der Verstärker hat nur auf einem Kanal gespielt. Und ich weiß nicht, wie ich das damals rausbekommen habe, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, dass dieser Transistor ausgebaut wurde und anschließend funktionierte der. Und seitdem läuft das so. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was ich da ausgebaut habe damals. Das wollen wir jetzt mal nachholen und hoffentlich auch wieder so hinstellen, wie es war. Das hier. Im Bereich der Transistoren, da habe ich offensichtlich mal dran rumgelötet. Vielleicht war das die Fehlersuche, wo ich einfach geguckt habe, ob der Transistor noch Transistor ist oder Kurzschluss. Ja. Ja, also so sieht's aus. Alles richtige Bauteile. Kein SMD, kein Fingerbrechen. Einfach schön. Und das einzige IC ist, glaube ich, hier, wenn ich das richtig sehe, für den Plattenspieler-Vorverstärker. Sonst alles diskrete Bauteile. Ich denke mal, das kriegen wir gut wieder repariert. Ich habe schon mal die Knüppe abgezogen. Das ging relativ gut. Mit ein bisschen hin und her und wackeln. Also die waren recht fest hier. Jetzt machen wir mal. Jetzt lassen wir mal die Masken fallen. Dazu brauchen wir mal einen Schraubendreher. Ich habe 2 Kreuzschraubendreher.
Und damit ich die Schrauben nicht völlig zernudel, gucken wir mal eben, welcher passt. Der passt nicht wirklich gut. Und dieser hier, ja, der passt besser. Also merkt man, wenn der satt packt, dann kann man den gut nehmen. So, dann gehen wir hier mal rundherum und schrauben einfach einmal alle Schrauben ab. Dann 3 Stück oben. Und auf der Unterseite gucken wir gleich mal. Müssten eigentlich auch 3 Stück sein. Denke ich mal. Schauen wir mal. Ja, Unterseite hat genau wie ich gerade sagte, auch 3 Stück identische Schrauben. Das auch mal raus. Und dann können wir die gleich auf die Seite legen. Die Front. Und damit sorgen wir dafür, dass wir die nicht noch mit weiteren Kratzern verschönern. Das muss ja nicht sein, ne? So, da liegt die komplette Herrlichkeit frei. Jetzt können wir uns das mal ganz genau angucken. Staubkörnchen für Staubkörnchen. Grabbelfinger für Grabbelfinger. Sieht man hier besonders schön an den Schaltern. Dreck der Jahrzehnte. Auch hier das Lamperl. Ist ein bisschen angekohlt da unten. Obwohl da eigentlich nichts eingebaut ist. Ich weiß nicht, ob das jemand mal umgebaut hat oder so, weil zumindest die Lampe da oben hat eine Flickstelle. Hier ist was mit Klebeband, also das war bestimmt nicht schon immer so. Ja, was haben wir da? Die Potis alle, Netzschalter, Kopfhörerstecker, alles schön eingedreckt. So, das werden wir jetzt gleich mal weiter zerlegen. Und dann gucken wir mal, wie wir das sauber machen. Also wie es ausschaut, werde ich diese 2 Schrauben lösen. Diese 3 Schrauben lösen. Und da unten, da ist nichts. Ah doch, hier, da hinter den Tasten, da sind auch nochmal Schrauben. 1, 2, 3 Schrauben auch nochmal lösen. Und dann kann ich wohl das ganze Blech vorne kann man dann abschrauben. Und dann kommt man hier unten auch besser an die Schalter dran. Und gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Schrauben sind schon mal raus. Und flotz geht's weiter. Eins nach dem anderen. So. Und ja, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir das rauskriegen. Ohne die Schalter dabei ganz kaputt zu machen. Sonst müssen wir die ganzen Knöpfe noch abziehen hier oben. Damit wir das hier endlich rauskriegen. Wahrscheinlich ist das die bessere Lösung. Na, so machen wir das jetzt auch. Siehe unten. Wo ist er? Da. So, jetzt haben wir freie Fahrt, oder? Ja. Da haben wir unser Knallbonbon in der Tüte drin. Nachdem wir jetzt mal richtig groß Reinetag gemacht haben, indem wir einfach mit dem Pinsel hier mal den ganzen Staub da mal so ein bisschen weggemacht haben, war zum Glück nur Staub, sieht man eigentlich so ein bisschen den Zustand der Platine. Und das Einzige, was mir so ein bisschen auffällt, also hier vorne, da scheint mal irgendwas reingelaufen zu sein. Hat einer sein Bier reingekippt nach irgendeiner Party, wer weiß, soll mal vorgekommen sein. Das sieht so ein bisschen schmutzig da aus. So was aber auch auffällt, ist, dass an dieser 10er Diode hier die Platine ziemlich dunkel ist. Das heißt, das scheint also ständig ja, eine gewisse Hitze da zu sein. Und das heißt, an der Stelle werden wir was machen. Ich werde diese 10er Diode, ich werde mal die entweder ersetzen durch eine größere und dann hochbauen, dass sie nicht so auf der Platine aufliegt. So wie diesen Widerstand zum Beispiel, damit das nicht weiter verschmorgelt da an der Stelle. Ich habe jetzt noch weiterhin, haben wir hier vorne, nachdem das alles lose war, habe ich mal einen Weg gesucht, wie man das sauber machen kann, die Kontakte. Und ja, das Einzige, was ist hier, ist, da sind so ein paar Löchlein, da kann man mal reinhusten von Tunerspray. Die Potis sind alle offen,
Das ist überhaupt kein Problem. Da nicht. Dann gibt es hier so ein paar Löcher an der Seite. Das ist auch okay. Da kommt man rein. Da auch. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Und dann entsprechend einarbeiten. Und das einzige Problemchen, was ich jetzt gerade sehe, ist diese Tastenleiste hier unten. Da gibt es jetzt leider, sieht das nicht so zugänglich aus. Ich habe es mir angeguckt von allen Seiten. Ich sehe nicht, wo man da ohne weiteres mit dem Kontaktspray reinkommt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mal diese kleine Leiste hier, da sind ja nur 3 Schalter, werde ich mal auslöten und dann gucken wir mal von unten, ob man da was machen kann. Ja, ich will mal versuchen, das freihändig zu machen. So. Manchmal hilft es ungemein, wenn man den alten Schnorchel mal hiermit mal reinigt, ne? Wenn man den mal durchbläst, weil dann hat man nicht minus 0,4 schon Unterdruck, wenn gar nichts drin ist, sondern minus 0,2. Was natürlich ungemein hilft, wenn man dann diese Platinen auslötet, dann macht das nämlich Schlurf und weg ist es. So. Weg ist es. Muss ich ihn noch ein bisschen überzeugen, denke ich mir. Das machen wir mal hiermit. Nein, ich schneide die nicht ab. Ich hebe die einfach ein bisschen nach oben, weil ich gehe davon aus, dass sie noch ein bisschen angeklebt sind. Das merkt man. Das Lötzinn geht nicht. Hier ist auch noch fest. Merkt man auch. Der ist jetzt locker geworden. Der ist auch locker. Der ist auch locker. Der ist noch nicht locker. Der ist noch nicht locker. Also die 3 da, die sind noch nicht locker. Habe ich vorhin gemacht, als der Schnorchel noch verstopft war. Da. So richtig geht es noch nicht los, ne? Jetzt habe ich irgendwas übersehen auf der anderen Seite. Kann auch immer sein. Ich gucke mal. Andere Seite. Ist hier noch irgendwas, was ich hier übersehen habe? Nee. Sieht nicht danach aus. Moment mal, ich werde mal den, ich glaube, der braucht ein bisschen Überzeugung. Dann kommt er schon da raus. Das ist mein Überzeuger hier. Und so, wenn man den hier drunter setzt, habt ihr gesehen, ist es schon ein bisschen los. Und damit kann man den vorsichtig aus der Platine raushebeln. Und zack, verloren. Ja, jetzt habe ich das Ding hier in der Hand. Soll ich denn noch mal versuchen, einen dieser Schalter zu zerlegen? Weil ich sehe keine Möglichkeit, hier anständig Kontaktspray reinzumachen. Und das Ding in Kontaktspray zu ertränken, halte ich jetzt auch nicht gerade für sinnvoll. Deswegen, ich denke, ich werde einfach mal probieren. Ich sag mal so, ich nehme einfach diese Laschen hier. Und die halten ja nur die Kontakte da drin. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Die biegen wir jetzt mal auf. Und dann werde ich mal einen rausnehmen. Und dann gucken wir mal, wenn ich den zerlege, ob mir dann wieder alle Federn entgegenfliegen. Oder ob ich tatsächlich in der Lage bin, dieses Ding, was der Herr Alps hier in Kunststoff gemacht hat und schön zusammengebaut hat, so zu zerlegen, dass man es anschließend auch wieder zusammenkriegt. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Und zwar nehme ich jetzt einfach, hier sind Nasen, so Haltenasen. Da ist eine, Fokus, genau. Da und da. Und hier ist das auseinander, das sind 2 Plastikteile. Und das kann man hier aufmachen. Guck mal, da kommt es schon raus. Und ich möchte behaupten, da ist auch noch eine Feder drunter. Und zwar ist hier so ein Klackeratismus drin, der dafür sorgt, dass der Taster auch eingerastet bleibt. Und das wird jetzt spannend im wahrsten Sinne, ob denn nicht am Ende des Tages, wenn ich das aufhabe, mir da wieder alle Teile entgegenfliegen und ich wieder ein schönes Puzzle gebastelt habe, so wie beim letzten Mal. Und wenn ich dann
nicht klarkomme, dann werde ich einen Aufruf starten und hoffe, piu, da geht's schon los, und hoffe, dass mir dann jemand einen neuen Schalter zur Verfügung stellt. Da ist es. Voilà. Also, das scheint mir eine etwas intelligentere Lösung zu sein, wie das gebaut wurde. Die Teile sind nicht alle dahergeflogen, sondern die sind schön brav hier drin geblieben. Wenn man sie nicht nur runterschmeißt. Einen Moment bitte. So, das war nur die Feder. Also nicht weiter schlimm. Wer braucht schon eine Feder, ne? Und wenn ich mir das hier angucke, so ist das einfach hier so drin. Dieser Haken, der läuft hier in dieser kleinen, kann man ja nicht erkennen, also der läuft hier drin, der Haken, und durch die Form hier hakt er dann halt da ein und sorgt dafür, dass der Taster drin bleibt. Eigentlich nichts Schlimmes. Und da das ja intelligent gemacht ist, kann man das auch wieder zusammensetzen. Da hat mal jemand was Gutes gemacht. Das kann man, zack, so, da haben wir es wieder. Und ich hoffe, naja, habe ich nicht richtig erwischt, der Haken. So, jetzt aber. Klack. Klack. Ihr hört es klacken, ne? Das ist der Haken. Also, das ist alles okay. So, und damit das jetzt so bleibt, werde ich das einfach hier mit der Pinzette festhalten. Sehr praktisch. Die Pinzette hier hält selber fest. Muss man nicht immer draufdrücken, bleibt von alleine zu. So, und jetzt gucken wir mal da rein, wie das Schalterchen von innen aussieht. Und ja, ein bisschen schwarz. Das ist genau das Schwarz, was man auch aus dem Lautsprecher hört, wenn man den Taster betätigt hat hier, oder den Schalter. Das wollen wir jetzt mal wegmachen. Ich habe dafür das, ein Stück davon und ein Stück davon. Dann machen wir ein bisschen drauf hier, ganz wenig, so und so. Ich habe gesagt wenig. Und dann nehmen wir das so und putzen damit einfach. So. Ja, ich blende euch mal aus. Ihr habt ja gesehen, was ich jetzt hier mache. So. Ein bisschen besseres Licht. So. 5 Minuten und 52 Sekunden weiter. Sieht das Ganze schon so aus. Also die schwarze Farbe ist von dann. Und ich habe das nochmal hier mit ein bisschen trocken geputzt, um die Reste von dem Tuner-Spray da rauszuholen. Und ich denke mal, damit können wir das lassen. So, was jetzt als nächstes kommt, sind die Kontakte selbst. Diese Dinger hier, die schleifen ja quasi auf den Stücken, die wir da gerade gereinigt haben. Die stecken wir jetzt hier drauf. Und jetzt tun wir mal so, als würden die auf den Kontaktschleifer laufen. Nur dass hier das ein Stück Pappe ist und das mit Tuner-Spray getränkt ist. Und wenn ich das jetzt hier nehme und immer schön hin und her mache, dann werden auch dort die Innenteile schön wieder blank. Hoffe ich. Und dann so, ich denke, das sollte fast schon reichen. Das ist ja nicht Rost, sondern nur ein bisschen angelaufen. So, und jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen. Sollte eigentlich kein Ding sein, weil, wie gesagt, ist eine intelligentere Konstruktion als das, was wir an dem einen Schalter hatten, an dem Netzschalter hatten. So, der kommt jetzt da rein. Und der kommt jetzt da rein. Wenn er denn da bleibt. So. Richtig ausrichten. So. Und wenn er richtig ausgerichtet ist, dann müssen wir nur noch den Nippel durch die Lasche ziehen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber schon ein paar Tage her. So, so sieht das jetzt aus. Und
Jetzt stecken wir das mal drauf und hoffen mal, dass das so bleibt und nicht jetzt irgendwie sich verrutscht. Klack, klack. Und schon haben wir wieder einen funktionierenden Schalter. Ja, ich würde sagen, damit machen wir jetzt die anderen auch so. Habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. Ich schätze mal, das wird so ungefähr 36 Stunden, 15 Minuten und 27 Sekunden dauern. Und dann sind die anderen auch fertig. Ich habe jetzt mal 2 von den Schaltern so behandelt. Und den dritten, das ist der, der jetzt hier angeschlossen ist, mit den Fliegenfüßchen, den habe ich jetzt einfach mal noch nicht behandelt. Der ist jetzt so, wie er war. Jetzt möchte ich mal kurz den Unterschied zeigen. Was habe ich hier gemacht? Also erstmal nehmen wir ein Netzteil. Ich habe einfach mal ein Netzteil genommen. 2 Volt habe ich eingestellt. Strombegrenzung ganz runtergedreht. Da kommen jetzt irgendwie 60, 70 Milliampere raus. Und was ich im Grunde mache, ist Plus und Minus einfach auf den Schalter drauf hier gegeben. Ich schieße quasi das Netzteil damit kurz. Und parallel dazu hängt mein Oszilloskop. Ich glaube, so erkennt man das. Ich drücke jetzt mal auf den Schalter drauf. Dann sieht man einmal, jetzt ist der Schalter geschlossen. Und wenn ich jetzt den Schalter bewege hinten, ich mache jetzt quasi das hier. Das Bild sieht dann so aus. Da sieht man eigentlich, dass der Schalter doch ziemlich schmutzig ist. Oxidiert. So, jetzt klemmen wir das Ganze mal um. Dann machen wir das mal mit dem sauberen Schalter. Und dann gucken wir mal, wie das da aussieht, damit man mal einen Vergleich hat. Dabei sollte man nur darauf achten, dass die Fliegenfüßchen auch wirklich Kontakt haben. Dieser schwarze hier, der ist leider ein bisschen ausgelutscht. Den muss man immer ein bisschen ziehen, dass der auch so bleibt, wie er ist. So, das ist der mittlere Kontakt. Den habe ich gerade sauber gemacht. Und jetzt guck mal, wenn ich drauf drücke. Sieht so aus. Und ich kann jetzt hier hin und her bewegen. Man sieht also, ja, keinerlei. Ja, wenn ich jetzt ganz rausraste, dann sieht man das natürlich schon. Aber wenn man jetzt hier hinten am Ende das gleiche macht wie eben, so, sieht man hier keinerlei Kratzgeräusche mehr. Also hat das Reinigen an der Stelle doch schon sehr gut was gebracht. Und das mache ich jetzt mit all den Kontakten genau so, damit ich mir sicher bin, bevor ich es einlöte, dass ich nicht anschließend wieder auslöten darf, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ein Hoch auf die Firma Alps, wenn ich mir das hier mal angucke. Lässt sich wunderbar zerlegen und sauber machen. Jetzt will ich einmal kurz zeigen, wie ich die Dinger wieder zusammengebaut habe. Ohne dass man diese kleinen minigen Kontaktfedern hier zermatscht, so wie ich das bei einem gemacht habe. Damit euch das nicht auch passiert, zeige ich mal, wie ich es jetzt am Ende gemacht habe, damit eben die Kontaktfedern das Zusammenbauen auch wieder überleben. Ne? So, machen wir das so. So. Man legt die hier so rein, wenn man sie nicht verloren hat. Legt man sie hier rein. So, das sind die 2 Kontakte. Legt die auch schön gerade da rein. Und jetzt sieht man hier, sind vorne so Kunststoffteile. Und zwar führen die Kontakte. Und jetzt schiebt man das einfach hier rüber. Und schon ist das da drin, ohne dass alles verbogen ist. Und jetzt muss man noch das Oberteil da drauf drücken, weil das nicht so bescheuert konstruiert ist wie das andere von dem Netzschalter, den wir letztens mal hatten. Nimmt man einfach diesen Dinger und den steckt man da oben drauf. Nach Möglichkeit auch richtig rum. Und zwar so rum. Der war nämlich unter der Feder. Die Feder zieht man mit dem ein bisschen zurück. Und jetzt schiebt man das hier rein und dann einmal runterdrücken, bis es schnackt. Und dann macht man noch ein bisschen hin und her hier, damit das Häkchen da reinspringt in die entsprechende Führung. Und schon, so ist fertig. Ja, das wollte ich nochmal gezeigt haben.
Ich mache jetzt mal weiter. Ne? 2 habe ich noch zu machen. Der Rest ist erledigt. Hat ein bisschen gedauert, weil den einen habe ich ein bisschen zerstört. Muss ich den wieder richten, den Kontakt. Aber der funktioniert wieder. Ich werde den jetzt an eine Stelle nachher einbauen, die nicht so wichtig für mich ist, weil die sind alle gleich zum Glück. So, ich melde mich, wenn ich soweit bin. So, jetzt haben wir das Teil hier in ganzer Pracht vor uns. Ich habe hier mal den kleinen China-Tester vorbereitet. Habe ich mal ein paar kleine Messstrippen dran gemacht, damit ich damit mal die Kondensatoren testen kann. Das Ding zeigt mir ESR-Werte an von den Kondensatoren und die Kapazitäten. Will ich jetzt nicht als akkurates Messgerät bezeichnen, aber um zu gucken, tot oder nicht tot, dafür soll es wohl ausreichen. Eine einzelne Platine. So, diese Platine nehmen wir uns zuerst vor. Und damit wir die auf dem Schaltplan wiederfinden, das habe ich mir gerade vorher nochmal angeschaut, also in diesem Fall ist es so, hier gibt es eine Nummer, F02 ist das. Hier ist der Schaltplan und da ist F02. Das Gerätchen mal einschalten. So, der hier hat eine Software drin, wo man eine Dauermessung machen kann. Also man muss das nicht erst da einstecken, sondern so, jetzt stelle ich den auf diesen hier. So, und jetzt bleibt es an, solange bis der Timeout weggeht. Jetzt kann ich quasi hier rumgehen und mit meinem kleinen Prüfspitzen kann ich jetzt quasi die Kondensatoren antasten, eins nach dem anderen. Und dann zeigt er mir hier halbwegs sinnvolle Werte an. So, zum Beispiel der hier. 5 Mikrofarad, 1,9 Ohm ESR. So, das ist der C201B. Und der Vorteil beim Stereogerät ist ja alles zweimal da. So, in diesem Fall gibt es einmal den hier, der heißt 201B. Und dann gibt es einen adäquaten vom anderen Kanal, der heißt 201A. Und der ist hier. Ja, gleiche Wert. 5 Mikrofarad, 2 Ohm ESR. Nächste ist dann dieser hier. 204 soll sein, 22 Mikrofarad. 24 Mikrofarad und 2,2 Ohm ESR. Und der Gegenspieler ist dann jetzt als nächstes dieser hier. Also da würde ich sagen, der ist schon mal faul. 7 Mikrofarad statt 22. Das heißt, in dem Fall würde ich natürlich beide wechseln. Die Pärchen gleich bleiben. So, als nächstes nehmen wir uns diese Platine vor. Das ist die F03. Ach, hier, da ist es. Da oben. Da ist F03. Leider nicht so gut zugänglich. Deswegen habe ich den hier losgeschraubt. Da muss man einfach nur vorne die Mutter abdrehen hier. Und dann kann man die ganze Platine hier so auf die Seite nehmen. Nicht klar sein. Also 2,2 Mikrofarad, 3 Ohm. Das war dieser hier. Was soll der haben? – 2,2 ist schon mal richtig. Und das ist der C301B. Der Bleistift ist leider ein bisschen stumpf geworden. Da muss man sich ab und zu mal einen orgeln, ne? So, ein bisschen. Und schon ist er wieder spitz. Gleich danach den entsprechenden anderen Kanal. Wir haben ja jetzt 301B, dann kommt jetzt 301A. Sollte sich ja gleich verhalten, ne? Also 2,2 und 3 Ohm. Passt auch. Gucken wir uns nochmal den zweiten an, den 302er. Der hat ja gerade komische Sachen angezeigt. Der sagt mal gar nichts. Der 302B, jetzt gucken wir mal, 302A ist dann dieser hier, der auch nichts anzeigt. Dann ist das schon mal ja, ein guter Hinweis darauf, dass das irgendwie mit der Schaltung zu tun hat. So, als nächstes nehmen wir uns jetzt mal die Hauptplatine vor. Und da habe ich jetzt einfach meinen
meinen Rauschgenerator hier, meine Lampe genommen, habe den hier mal so reingehängt, damit man hier von der Rückseite schön sieht, wo die Kondensatoren sind. Sonst wird es nämlich immer schwierig mit dem Hin- und Herdrehen und das hilft ein bisschen. So, hier oben der Bereich, da ist der Anschluss für den Schallplattenspieler. Und das ist der Schallplattenspieler Vorverstärker, dieser Bereich. Der ist natürlich hier ganz in der Nähe, weil das ist hier dieses ist ein sehr empfindlicher Teil des Verstärkers, weil dieser Schallplattenspielereingang mit einer sehr geringen Eingangsspannung arbeitet. 1,8 Millivolt steht da drauf. Und mal zum Vergleich, die anderen 160 Millivolt. Also, deswegen ist das hier oben so abgetrennt. Nicht? Und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Kondensatoren an. Machen wir genauso wie eben. Ich werde euch jetzt mal so ein, zwei zeigen und dann lasse ich das mit dem Video. Dann werde ich quasi den Rest ohne euch machen, weil irgendwann wird es dann auch mal langweilig. Ne? Wo sind sie geblieben? Tralali, tralala, da sind sie. Hier. C108, C107, die sind hier in der Spannungsversorgung eingebaut. Und hier gibt es nochmal eine 10er Diode parallel dazu und einen entsprechenden Vorwiderstand. Das heißt, diese Spannung für die Versorgung für diesen Vorverstärker, der in dem IC hier drin ist nochmal gesondert gesiebt. So, der soll haben 220 Volt, sehr gut. 220 Mikrofarad, 25 Volt. Mann, kann man das schlecht lesen. So, da sieht man es, da ist es und da ist es. Gucken wir mal, was unser kleiner Tester dazu sagt. So, jetzt sagt er 300 Mikrofarad und 0,3 Ohm ESR. Der hier für den anderen Kanal. Warum die da nicht A und B gemacht haben, das ist mir schon schleierhaft. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Da müssen zwei verschiedene Abteilungen an der Platinenentwicklung gewesen sein. Haben sich nicht abgesprochen. So, der hat 280 Mikrofarad und 0,36 Ohm ESR. Also auch noch soweit ganz gut. Jetzt habe ich ja in den vorigen Einstellungen brav vorgelesen, was mir mein oller Tester so angezeigt hat. Und ich habe das schon mehrfach betont, Tester. Tester meint, das ist kein Messgerät. Also damit kann ich sehen, ob es die Werte, die da rauskommen, ungefähr mit dem übereinstimmen, wie es sein sollen. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Und zwar diese Dinger hier, die ich aus dem alten Verstärker da rausgeholt habe. Ich habe kein Datenblatt dafür. Das heißt, eigentlich kann ich gar nicht vergleichen, ob diese Werte so sind, wie sie eigentlich im Datenblatt mal drin waren oder wie viel sie daneben liegen. Außer die Kapazität und Spannung ist ja hier nichts aufgedruckt. Also, was mache ich mit meinem ESR-Wert nun? So, ich zeige das nochmal. 1,8 Ohm, 25 Mikrofarad. Den würde ich als gut betrachten für diesen Zweck. Ich habe ihn nur rausgeholt, weil das ist der eine Kanal gewesen und der andere Kanal war halt der schlechte. Und wenn, dann tauscht man beide Kanäle besser, damit die symmetrisch auch wieder sind an der Stelle. So, ich tue den jetzt mal raus, pack den anderen rein, dann könnt ihr den mal sehen. Nochmal. So. Ihr seht hier, 8 Mikrofarad statt 22, also an der Stelle sortiert er sich schon aus. Aber 1,7 Ohm ESR. Also zumindest was die beiden angeht, ist der ESR-Wert kein Indikator. Und der zweite Punkt, warum ich denke, dass das an der Stelle, wo diese Teile eingebaut sind, wohl eher von untergeordneter Bedeutung ist, das zeige ich euch mal in der nächsten Einstellung. Ich möchte jetzt einfach mal zwei Beispiele rausnehmen, die sicherlich nicht allgemeingültig sind, aber einfach mal zum Nachdenken anregen sollen. Fangen wir mal zum Beispiel hiermit an. Dieses ist ein zusätzlicher Glättungskondensator für die Spannungsversorgung dieses Plattenspielervorverstärkers. Dem hat man noch einen zusätzlichen Siebwiderstand, Siebkondensator und eine Stabilisierung mit einer 10er Diode spendiert.
um hier eine Spannungsversorgung herzustellen, die möglichst frei von Netzbrummen ist. Weil das Ding arbeitet hier mit 1,8 Millivolt Eingangsspannungen und da kann man eigentlich keinerlei Brummspannung hier gebrauchen. Also, nochmal zurück zum Thema. Also wir haben hier 220 Mikrofarad Elko hier eingebaut und der wird von hier gespeist über den, hier ist der Netzgleichrichter, ist da unten so ein bisschen abgeschnitten. Da ist aber die Spannungsversorgung, die auch rübergeht zu den Endstufen. Da sieht man diese 46 Volt, die ist ja falsch, wissen wir ja. Also auf jeden Fall wird diese Spannung verwendet, um auch den Plattenspieler-Vorverstärker zu speisen. So, jetzt haben wir hier einen Vorwiderstand vor diesem Elektrolytkondensator. Der hat 1500 Ohm. 1500 Ohm. So, und jetzt haben wir hier unseren Elko. Und um einfach mal das so ein bisschen zu illustrieren, versuche ich jetzt mal hier den ESR hier rein zu kritzeln. Der ist ungefähr da so. Und das ist hier dieser Wert, über den wir vorhin gesprochen haben. 1 Ohm, 2 Ohm, 3 Ohm, 5 Ohm. So. Das Ganze wird gespeist über einen Widerstand von 1500 Ohm. Also 1500 Ohm zu irgendeinem Wert im Ohmbereich. So, und damit sollte eigentlich relativ klar sein, dass der Wert hier, also dieser ESR-Wert an dieser Stelle der Schaltung, eher untergeordnet wichtig ist. Viel wichtiger ist hier die Kapazität. So, wenn der seine 220 Mikrofarad nicht mehr hat, sondern nur noch die Hälfte oder noch weniger wegen Austrocknung, dann wird man es irgendwann hören, dass es dann eventuell anfängt zu brummen. Also Kapazität ist hier wichtig, ESR-Wert ist nicht so sehr wichtig. So, als zweites Beispiel nehmen wir mal ein Elko in einem NF-Zweig des Verstärkers. Und zwar nehme ich jetzt den hier. Und dieser Elko bekommt sein Signal vom Plattenspieler-Vorverstärker. Heißt also, hier ist der Ausgang vom Plattenspieler-Vorverstärker über den 470 Ohm Widerstand, über den Elko, und am Ausgang des Elkos ist ein Widerstand von 470 Kiloohm. So, und jetzt tun wir mal so, als wäre der Quellenwahlschalter, wäre der quasi in Stellung 1. So, da nicht. Und was noch fehlt, ist hier nämlich das Lautstärkepotentiometer. Das ist hier angeschlossen. Da gegen Masse. So. Schön, ne? Und das hat einen Wert von 100 Kiloohm. So, 100 Kiloohm. So. Dann können wir jetzt nochmal drüber nachdenken, über unseren ESR-Wert. Den male ich jetzt mal hier rein, um das zu illustrieren etwas. Da. Und jetzt könnt ihr euch eine beliebige Zahl ausdenken. Ich sag mal kleiner 5 Ohm. Welche soll ich nehmen? Ich glaube 3 Ohm ist eine schöne Zahl, weil die hatten wir ja schon mal bei diesen Messungen. Jetzt haben wir hier einen Widerstand von 3 Ohm. So, was haben wir denn aber noch in dem Kreis hier drin? Erstmal haben wir hier einen von 470 Ohm. Dann haben wir hier einen von 100 Kiloohm. So, was meint ihr, was 3 Ohm hier auffallen? An der Stelle nicht wirklich viel. Also ESR-Wert an dieser Stelle eher zweitrangig. Was nicht zweitrangig ist, ist die Kapazität. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich das zusammennehme hier, diesen Kondensator mit am Ausgang angeschlossen dem Lautstärkepotentiometer, dann habe ich diese Schaltung hier. Ihr erinnert euch, Kondensator, Widerstand. Das ist ein RC-Hochpass. Ich weiß, diese schöne Seite, electronicsplanet.ch, hatte ich schon mal. Funktioniert prima. Deswegen nehme ich es jetzt wieder. Und ich habe jetzt mir mal ein paar Werte ausgedacht und hier mal eingetragen. Also mein Widerstand R ist 90 Kiloohm, habe ich einfach mal als Beispiel genommen. Und da haben wir unseren Kondensator von 0,33 Mikrofarad. Der da.
Wir geben hier eine Spannung rein von 200 Millivolt, habe ich jetzt mal so geraten, ohne das genau zu wissen, weil das ungefähr die Eingangsspannung ist, die an den anderen Eingängen des Verstärkers benutzt werden. Das waren irgendwie 180 Millivolt. Also ich habe mal 200 genommen, um mal irgendwie in ähnliche Regionen zu kommen. Und wir geben hier gerade eine Frequenz von 20 Hertz hier rein. So, und jetzt VR heißt also die Spannung, die hier am Ausgang anliegt. Also von den 200 Millivolt kommen 193 Millivolt am Ausgang raus. So, und jetzt merkt euch die Zahl mal gut. Schnipp, schnapp. Hat mein Kondensator nur noch 0,22 Mikrofarad. Und siehe da, ich habe nur noch 186 Millivolt am Ausgang. Also, wie man sieht, werden hier niedrige Frequenzen doch ziemlich beschnitten, wenn der Kondensator hier eine niedrigere Kapazität hat. Also damit sieht man eigentlich, dass ja, die Kapazität ist das, was an der Stelle zählt. Ich bin jetzt hier mal so durchgegangen und jeden Elko habe ich mir angeschaut und habe den mit meinem kleinen Prüfer einfach mal durchgetestet. Und ihr seht hier einige, die sind schwarz markiert, so wie der hier zum Beispiel. Die haben entweder schlechte Werte gehabt oder waren überhaupt nicht messbar, wahrscheinlich weil sie halt in der Schaltung irgendwo drin sind. Ich habe die jetzt nicht alle ausgelötet. Und ja, dann habe ich hier das Ganze entsprechend im Schaltplan markiert. Sieht dann so aus. Das Bauteil, was fehlt, ist das, was ich hier eingekringelt habe. Das ist ein 2SK 117. Das ist ein Fett ist das, und der hat einfach nur eine simple Aufgabe und deswegen hat das auch die ganzen Jahre immer funktioniert. Das ist einfach eine Stummschaltung, mehr macht er gar nicht. So, und zu dem Zeitpunkt, als ich den ausgelötet habe, war es so, dass einfach ein Kanal nicht funktionierte. Das ist das gleiche für den anderen Kanal. Der ist okay, also wird der wohl hinüber gewesen sein und hat kurz geschlossen. Demzufolge kam mir nichts mehr durch. Ist eigentlich relativ simpel gewesen. So, was wir noch haben hier, diverse Sachen aufgeschrieben, die noch zu erneuern sind. Ich habe das hier mal notiert. Also was neu wird, ist auf jeden Fall diese 2SK 117. Ich werde sie beide tauschen, dann haben wir beiden Kanälen identische Bauteile drin. Diese 10er Diode, D112, das ist die hier, die so ein bisschen gut durchgegart ist hier, dieses da. Die werde ich tauschen gegen eine etwas größere und das wird auch entsprechend dann hochgesetzt werden, damit das nicht so auf der Platine mehr aufliegt wie jetzt. So, wenn man sich das anschaut, was da ist, diese Lampe hier, das ist die kleine Glühlampe, die vorne drin ist, die anzeigt, ob es an oder aus ist, der Verstärker. Einfach nur die Einschaltanzeige. Die ist nämlich parallel dazu. Und ich gehe mal davon aus, diese Lampe, die ist ersetzt worden. Und der Verstärker ist die ganze Zeit lang ohne diese Lampe betrieben worden. So, das heißt natürlich dann, der Strom, der hier parallel eigentlich zur 10er Diode fließt, fließt eben nicht mehr, wenn die Lampe nicht da ist. Und dann fließt der Strom halt durch die 10er Diode durch. Und entsprechend gibt es eine höhere Leistung. Und dementsprechend ist das Ding halt auch sehr viel wärmer. Und das scheint wohl auf längere Zeit gewesen zu sein. Und deswegen ist die Platine hier ein bisschen angekohlt an der Stelle. Dann gibt es ein paar Elkos hier, die kann ich nicht messen. Da kommt nur unsichtbar raus, die muss ich mir angucken, deswegen Fragezeichen. Diese hier wird auf jeden Fall getauscht, weil da hatte einer von den beiden eine geringere Kapazität. Also der hatte nicht mehr die 22 Mikrofarad, ich glaube 7 oder so hatte der nur noch. Also der war tatsächlich hinüber. So, diese hier wieder mit Fragezeichen. Ich weiß es nicht, kann es nicht messen, ohne sie rauszuholen. Das werde ich dann noch machen. Dieser hier wird auch ausgewechselt. Der steht neu, weil der ist einer von den beiden defekt. Also ist auch außerhalb der Toleranz. Wird also auch ausgewechselt. Und genauso wie dieser hier. Der hat auch keine 47 Mikrofarad. Also ein paar waren schlecht. Und der Großteil lässt sich nicht messen. Ich werde den mal rausholen. Aber
Monate.